Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, warum ich mich nun doch entschieden habe, einen Kalender für 2024 drucken zu lassen und wer mir dabei geholfen hat. Wenn ihr selber Fotograf seid oder interessiert seid an Kalendern, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ist eine spannende Folge. Ich rede auch über die einzelnen Bilder und nehme euch mit auf Reisen 2024. Wir haben hier wieder 12 bzw. mit der Titelseite sogar 13 Bilder, Vollfläche geprintet. Das Kalendarium ist sehr klein gehalten, das heißt, ihr könnt später auch einfach das Kalendarium abschneiden und könnt es euch rahmen. Das ist der Hintergrund, warum es so klein ist, dass ihr halt eben die Bilder auch später noch benutzen könnt. Auf der Titelseite geht es direkt gigantisch los mit dem Amazonas in Brasilien. Und das ist so ein kleines Boutique-Schiff, mit dem wir hier auf dem Amazonas in Brasilien unterwegs waren. Das ist eine Luftbildaufnahme und da seht ihr auch mal dieses Riesendelta an Wasser und an Regenwald und das zum Sonnenuntergang oder fast schon blaue Stunde. Sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde, und deswegen auch Titelseite. So, im Januar geht es dann direkt weiter mit Kanada. Da war ich ja erst vor kurzem. Vielleicht habt ihr den Vlog gesehen, der ist immer noch auf meinem YouTube-Kanal. Checkt ihn gerne mal aus. Und das ist kein geringerer Ort als der weltbekannte Moraine Lake. Und dann geht es schon direkt weiter mit dem Februar. Und da sehen wir dieses wunderbare Exemplar. Das ist ein schottisches Hochlandrind. Und das habe ich im Winter mal in Bayern fotografiert. Da war ich auf so einem Roadtrip unterwegs zum Sonnenaufgang und da ist mir dieses Rind vor die Linse gelaufen. Das habe ich mit einem Teleobjektiv fotografiert und ich finde es halt echt cool, weil das so eine Energie hat. Der Schnee hier unten spritzt und dieses Rind kommt halt auf mich zugerannt. Ich finde es halt immer schön, nicht nur Landschaften zu zeigen, sondern halt eben auch die Bewohner der Landschaften, in dem Fall Tiere oder manchmal auch Menschen. Und deswegen hat es dieses schottische Hochlandrind in den Februar geschafft. Weiter geht es mit dem März und da haben wir Utah, USA. Da war ich erst vor kurzem, wie auch in Kanada, und zwar im November. Ja, und das ist der Moonscape Overlook, so heißt dieser Spot. Und der ist ziemlich imposant, weil du fährst mit dem Auto relativ nah ran und kannst dann auf diesem Vorsprung hier vorlaufen und guckst dann in diese unwirkliche Mondlandschaft. Also Utah, wer schon mal da war, weiß es vielleicht, das ist einfach wie auf einem anderen Planeten. Nicht ohne Grund hat die NASA eine Forschungsstation dort auch in der Nähe und die bilden unter anderem ihre Astronauten dort aus für ihre Mondmissionen. Also das sieht schon sehr abgespaced dort aus und wenn man da steht auf diesem Overlook, dann ist es auf jeden Fall ein sehr schöner View. Weiter geht's mit dem April und da haben wir einen Puffin. Papageientaucher auf Deutsch. Den habe ich in Island fotografiert. Es hat lange Zeit gebraucht, um mal so einen Papageientaucher vor die Linse zu kriegen, weil die sieht man auch nur zu ganz bestimmten Jahreszeiten dort. Und die sind auch, ja, wenn sie denn da sind, relativ fotogen, weil man kann recht nah ran. Und auch mit der Telelinse, das ist jetzt mit einem 400er gemacht, kann man dann auch so schöne Porträts machen. Auf jeden Fall eines meiner Lieblingsbilder aus dem letzten Jahr, Papageientaucher in Island. Ja, weiter geht's mit dem Mai. Und dort haben wir die Toskana. Da war ich vor 3 oder 4 Jahren, also schon ein älteres Bild. Und im letzten Kalender gab es ja auch schon ein Toskana-Bild. Hier haben wir jetzt wieder eins. Und ich mag halt einfach diese grünen Hügel, diese Landschaft, die aussieht, als wäre sie aus einem Fotokalender. Deswegen ist das Bild auch hier drin. Also bilderbuchmäßig, ne? Auch diese Tiefe nach hinten mit den verschiedenen Ebenen. Vor allem halt eben im April, Mai, wenn alles noch grün ist. Also wenn du im Juni dort bist, dann ist meistens schon alles verbrannt und hat nicht mehr diese schönen gesättigten Farben. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer raten, April, Mai oder dann wieder im Herbst dort zu fotografieren. Dann geht es weiter mit dem Juni und da haben wir ein Bild aus Hawaii und zwar ein Wal mit seiner Mama, also ein Babywal und seine Mama vor der Küste Hawaiis. Dort war ich Anfang des Jahres im Frühling und da haben wir eine Walbeobachtungstour gemacht, sind mit dem Boot rausgefahren. Und da habe ich unglaubliches Footage von Walen einsammeln können. Dazu habe ich übrigens auch einen Vlog gedreht. Checkt den gerne mal aus, verlinke ich euch auch hier oben und unten in der Videobeschreibung. Und das war phänomenal. Also diese Walmutter zu sehen mit dem Baby frisch geboren, wie die miteinander kommunizieren und interagieren, das war für mich als frisch gebackener Papa damals sehr emotional und ist es auch heute noch. Und deswegen hat es das Ganze in den Kalender geschafft. Dann haben wir hier den Juli, ja, die Copacabana in Rio de Janeiro, wo einst Jogi Löw seine Joggingrunde gedreht hat, stehen jetzt ein Pärchen hier unten, die sehr schöne Schatten werfen und ich habe den Anschein, dass das ein Heiratsantrag ist. Das sieht so ein bisschen so aus. Guckt es euch gerne mal an, ich bin mir nicht sicher, aber ich fand es sehr schön, wie diese 2 Personen einzeln an diesem Strand stehen, zum Sonnenaufgang, das Meer, so top-down von oben fotografiert, diese verschiedenen Ebenen. Fand ich ganz cool und wirkt auch sehr gut auf dem A2-Format, denn da könnt ihr auch die Person ganz gut erkennen. Also lasst mich mal wissen, was ihr da seht. Ich deute da einen Heiratsantrag. Wir gehen weiter im Programm
Und zwar geht es nach Indonesien, um genauer zu sein, auf die Insel Java. Und dort habe ich diesen Wasserfall fotografiert. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das ist ein Drohnenpanorama. Es war sehr schwierig, dort zu Fuß hinzukommen, weil das Ganze sehr abschüssig ist und zwar rutschig und auch zu gefährlich, sich hier irgendwo zu platzieren und diesen Vordergrund zu suchen. Deswegen bin ich mit der Drohne vor dieses riesen Efeublatt geflogen und habe ein Panorama gemacht. Das sind, glaube ich, 9 Bilder oder 12 sogar zusammengestitcht zu diesem Panorama. Weiter geht's mit September. Und da haben wir die Niederlande, das Land der Windmühlen und Tulpen. Und dort hatte ich die Möglichkeit, diese schöne Windmühle zu fotografieren zum Sonnenaufgang mit Nebel. Das, was ich mir natürlich immer wünsche. Und ein sehr malerisches Bild. Lädt zum Träumen ein und war auch ein sehr, sehr schöner, angenehmer, ruhiger Morgen. Kalt, aber schön. Holland. Immer wieder eine Reise wert. Dann geht es weiter mit Kanada nochmal, und zwar diesmal Wildlife. Wir haben hier ein Reh, was die Straße überquert. Keine Seltenheit, denn das sind auch Verkehrsteilnehmer in Kanada. Ich fand das ganz schön, weil man auch so ein bisschen die Blättereinfärbung sieht vom Indian Summer. Ich war ja auch im Oktober dort und einfach dieses Reh, was mit einer Gelassenheit diese Straße überquert. Take it easy. Das soll uns auch ein bisschen daran erinnern, im Oktober mal wieder alles ein bisschen einfacher und lockerer anzugehen und nicht alles so ernst zu sehen. Ja, weiter geht's in den November, mein Geburtsmonat. Und da haben wir ein ganz besonderes Bild aus Island. In Island war ich im Sommer unterwegs und zwar in den Highlands. Sehr, sehr empfehlenswert. Kommt ja aber auch natürlich nicht das ganze Jahr rein, weil das sehr unzugängliches Gelände ist. Und im Winter ist da alles zugeschneit. Aber im Sommer kann man da tatsächlich langfahren mit dem richtigen Fahrzeug. Also mit dem 4x4 ein bisschen höher gelegt, kommt ihr da lang. Und das ist allerdings jetzt schon wieder am Black Beach, also am schwarzen Strand. Da kommt ihr das ganze Jahr über ganz gut hin. Und das ist so ein Gletscherfluss. Und zwar ein ganz besonderer. Da haben wir ganz verschiedene Farben, wenn ihr da mal genau hinguckt. Unter anderem dieses Gelb, was wahrscheinlich aus dem sauren Moorboden gelöst wird. Und auch dieses Rot, diese rote Farbe, Orange, was wahrscheinlich Eisenoxid ist. Und halt das Blau, was von den Gletscherflüssen stammt. Also ganz viele verschiedene Farben und von oben betrachtet mit diesem schwarzen Sand noch. Das ist auf jeden Fall schon fast Stranger Things mäßig, also sehr mystisch, sehr dunkel. Eines meiner Lieblingsbilder. Gefällt mir sogar so gut, dass ich es auch als Hintergrundbild habe. Und deswegen auch mein Geburtsmonat, der November, da muss natürlich mein Lieblingsbild rein. Und dann kommen wir schon in den Dezember. Also heute in einem Jahr hängt dieses Bild vielleicht an eurer Wand. Das ist meine Heimatstadt, Erfurt. Im Winter mit Schnee und das ist der Dom. Im Hintergrund seht ihr die Stadt. Könnt sogar ein bisschen fast bis nach Weimar gucken, für die Ewigkeit festgehalten und jetzt im Kalenderblatt von Dezember verewigt. Ja, das mal so als Überblick über die verschiedenen Kalenderbilder. Jetzt würde mich aber interessieren, welches Bild gefällt euch am besten? Schreibt es mal in die Kommentare. Es gibt auch ein Gewinnspiel, dazu komme ich gleich. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, 2021 mein allererster Kalender und ich habe damals das Ganze in Auftrag gegeben, habe da mit einer Druckerei hier aus der Nähe zusammengearbeitet und war super optimistisch. 1000 Kalender, go for it, habe das Ganze in Druck gegeben und bin dann, als es hieß, die Kalender sind fertig, voller Vorfreude in die Druckerei gefahren mit meinem kleinen Bus, so einen kleinen Van, so ein Campervan und wollte die 1000 Kalender verladen. Und dann standen da 3 Paletten, 1,5 Tonnen. Da war ich irgendwie nicht drauf vorbereitet. Und dann ging die große Suche los. Ich brauche eine Spedition, ich muss das irgendwo lagern. Ich kann das ja nicht hier in den 3. Stock schleppen. Und ich brauche einen Verlag, der mir dabei hilft, die Kalender zu vertreiben. Und das habe ich auf die Schnelle alles nicht gefunden. Das heißt, ich habe mich jeden Abend hingesetzt, habe Bestellungen abgewickelt, habe Rechnungen geschrieben, habe Etiketten gedruckt, bin den nächsten Tag zur Post. Und das hat mich ein bisschen von meiner normalen Arbeit abgehalten, nämlich den Film machen und fotografieren. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, für 2024 erstmal keinen Kalender zu machen, solange ich keinen Fulfillment-Partner habe, der sich wirklich um alles kümmert. Das heißt, Bestelleingang, Verschickung der Ware, Retoure, Lagerung, Druck und so weiter. Das wollte ich alles abgeben. Ich habe aber keinen Verlag gefunden, der mich dabei unterstützt, weil die großen Kalenderverlage, die haben oft schon Fotografen, mit denen sie zusammenarbeiten. Da ist es ganz schwierig reinzukommen. Dann bin ich aber bei meiner Recherche über ein sehr cooles Produkt gestoßen. Es gibt sogenannte On-Demand-Lösungen. Das heißt, die Bestellung kommt rein, der Kalender wird gedruckt und wird verschickt.
Das heißt, es gibt keine Lagerkosten und es wird immer individuell gedruckt. Ist auch viel nachhaltiger, das heißt, wir haben keine Sachen, die wir vielleicht am Ende wegschmeißen, weil sie nicht verkauft werden. Kalendergeschäft ist ja auch sehr temporär, das heißt, im Dezember des laufenden Jahres kauft keiner mehr einen Kalender und dann liegen dann irgendwie noch 100 Kalender rum und das ist halt auch nicht nachhaltig. Das Ganze läuft über eine Honorarbasis, das heißt, ich bekomme pro verkauften Kalender ein Honorar. Das kann ich vorher selber einstellen, das heißt, ich lege auch den UVP meines Kalenders fest und dementsprechend ändert sich dann auch mein Honorar. Das ist natürlich nicht so viel, als wenn ich den Kalender selber drucke, selber lager, mich selber um den Versand kümmere. Dann habe ich natürlich einen viel höheren Gewinn, aber auch viel mehr Risiko, viel mehr Stress. Und das war es mir einfach nicht mehr wert. Und wenn du selber Fotograf bist und das Ganze mal ausprobieren willst, dann check auf jeden Fall mal Calvendo aus. Dort kannst du deine Bilder kostenlos hochladen und dann wird eine Jury sich dann bei dir melden. Die gucken sich die Bilder an und werden auch beurteilen, ob das Ganze druckfähig ist, ob vielleicht noch irgendwas geändert werden muss. Das heißt, du hast da auch nochmal eine Qualitätsabnahme. Und das Allercoolste ist, dein Kalender bekommt eine ISBN-Nummer. Die ISBN seht ihr hier, das ist dieser Strichcode und damit kann man das Produkt halt eben scannen. Ihr kennt das aus dem Supermarkt, jeder Artikel hat so einen Barcode und das ist halt eben eine ISBN für Bücher und Kalender. Und die kostet normalerweise richtig Geld, die übernimmt auch Calvendo für euch, das heißt, ihr habt da keinerlei Kosten. Das Ganze kann man dann bestellen über die Seite von Calvendo oder eben auch bei Amazon, was auch ein riesen Gamechanger ist, denn ich habe das die letzten 2 Jahre probiert und auch gemacht. Produkte bei Amazon einstellen ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Das bedarf sehr viel Zeit und auch Erfahrung. Der große Vorteil an Amazon ist, ihr werdet gefunden und auch von Leuten, die euch vielleicht noch nicht kennen. Ihr kennt das selber, wenn ihr irgendwas sucht, ihr tippt das in die Suchmaske ein bei Amazon und dann ploppen Produkte auf. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel nach einem Naturkalender oder Tierkalender oder vielleicht sogar einem Landschaftskalender sucht, dann ploppt eventuell mein Kalender auf und er landet im Warenkorb und schon habe ich einen neuen Kunden gewonnen. Und das ist der Riesenvorteil an Amazon. Ihr habt ja neue Kunden, die ihr da gewinnen könnt. Insgesamt haben wir 5 Formate. Den DIN A5 Tischkalender, das ist das kleinste Format, klein und süß, könnt ihr euch auf den Tisch stellen. Wenn ihr nicht einen Nagel in die Wand hauen wollt oder vielleicht keinen Platz an der Wand habt, dann ist das richtige Format für euch. Wer es ein bisschen größer mag, DIN A4 oder DIN A3, das nächstgrößere. Ab da kommen dann auch die Bilder, finde ich, ein bisschen besser zur Geltung. Und wer das volle Erlebnis haben möchte, der hat wie im letzten Jahr die Wahl, das Ganze in A2 zu bestellen. Ist diesmal genormt. Das letzte Jahr hatte ich ein bisschen Übergröße, das heißt, er ist ein kleines bisschen kleiner, aber nicht viel. DIN A2 finde ich einfach für das Erlebnis am schönsten, weil es einfach auch, ja, weil die Bilder einfach ganz anders wirken. Und den gibt es in 2 verschiedenen Variationen. Einmal in der Standardversion, das ist der, und dann noch in der Premium-Version, das ist dieser hier. Und der ist auch nochmal deutlich schwerer und ihr seht es vielleicht auch, der reflektiert ein bisschen. Das ist nämlich Hochglanzpapier und zwar nicht nur Hochglanzpapier, sondern Museumsqualität. Das Ganze Einzelanfertigung und Einstecktaschen hier und hier. Das heißt, ihr könnt die verschiedenen Seiten dann, wenn ihr durch seid mit dem Monat, hier reinstecken und dadurch wird verhindert, dass der dann sich wölbt und man diesen Luftfeuchte-Effekt bekommt. Was dann passieren kann, wenn der Kalender irgendwie ein halbes Jahr an der Wand hängt, dann kann es sein, dass er sich ein bisschen wölbt, dass er nicht mehr gerade hängt und das könnt ihr hiermit halt eben vermeiden. Genau, Premium-Qualität kostet dementsprechend auch ein bisschen mehr. Aber ihr habt es selber in der Hand, ihr könnt wählen und das ist eben auch das Schöne an On Demand. Ihr könnt sagen A5 oder A4 oder A2 Premium, whatever. Ihr entscheidet, was euch am besten gefällt. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen über Kalender und wie ich das Ganze als Fotograf angehe und ja, was so dahinter steckt, hinter dem schönen Kalender. Nämlich ganz, ganz viel Fotografieren, aber auch ganz, ganz viel Bürokratie. Oder man sucht sich einfach einen Partner wie ich, Calvendo, und umgeht das Ganze. Ja, und was wäre so ein Video ohne ein Gewinnspiel? Ich habe insgesamt 10 Kalender, die ich an euch verlosen möchte. Und zwar keinen DIN A5 Kalender, auch kein DIN A4, auch kein DIN A3, sondern den großen DIN A2 XXL Kalender im Wert von 69,99 €. Den könnt ihr gewinnen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was euer Lieblingsbild ist. Ihr findet alle Bilder auf der Rückseite des Kalenders. Wenn ihr das nochmal in groß sehen wollt, dann geht in die Videobeschreibung und dort gibt es den Link zu Amazon oder auch zu Calvendo. Dort könnt ihr euch dann die Bilder auch nochmal in groß angucken. Schreibt einfach, welches Bild euch am besten gefällt. Einsendeschluss ist nächsten Dienstag, also heute in einer Woche, der 12. Dezember. Und dann werde ich unter allen Einsendungen 10 Kalender verschicken. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Kommt auch wieder nächste Woche Dienstag vorbei, da gibt es ein neues Video. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, viel Spaß beim Geschenke kaufen und bis ganz bald. Ciao.